Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das Tern HSD S5i und dieses ultrakompakte Mid-Tail Cargo Bike konnte ich in den letzten 4 Wochen im Alltag bewegen. Und in diesem Video möchten wir einmal besprechen, was das Rad so ausmacht. HSD steht für Haul Stuff Daily, also bewege dein Kram jeden Tag. Und längere Zuschauer meines Kanals werden sich jetzt vielleicht wundern, weil ich dieses Fahrrad ja schon einmal hatte. Ich hatte Anfang 2020 schon mal das Tern HSD S Plus mit der Enviolo Automatik. Dieses hier ist ein anderes Modell aus der HSD-Serie und wir wollen mal in diesem Video sehen, was sich in den 1,5 Jahren getan hat und inwieweit es sich zu dem S Plus unterscheidet. Wenn ihr alles über das Tern HSD wissen wollt, dann empfehle ich euch mal das Video, das ich in 2020 darüber gemacht habe. Das verlinke ich euch jetzt hier oben. Und wir gehen jetzt mal kurz auf die Daten und Fakten dieses Fahrrads ein. Das Tern HSD ist ein Mid-Tail Cargo Bike. Was ist ein Mid-Tail? Das ist nicht ganz ein Longtail. Wir haben ja einen längeren Gepäckträger, der allerdings nicht ganz so lang ist wie bei dem GSD zum Beispiel. Eine richtig gut nutzbare Fläche haben wir hier von etwa 40 cm, je nachdem wie weit der Sattel auch rausgezogen ist. Das Fahrrad ist insgesamt unter 1,80 Meter lang hier in dieser Konfiguration, bietet trotzdem Platz für diesen großen Gepäckträger hinten, einen großen Gepäckträger vorne und darf maximal 170 Kilogramm wiegen. Der Sattel darf mit 120 Kilo belastet werden und mit Akku und ohne den Gepäckträger vorne wiegt das Rad etwa 29 bis 30 Kilogramm. Das Tern HSD S5i ist ein Sondermodell, das speziell für die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz und die Benelux-Länder entwickelt und auf den Markt gebracht wurde und bietet eine spezielle Kombination aus Motor und Getriebe. Bei dem Motor kommt nämlich der Bosch Performance Line zum Einsatz mit 65 Newtonmeter Drehmoment, ein 250 Watt Motor, der hier von einer 500 Wattstunden Batterie mit Energie versorgt wird. Und bei der Schaltung haben wir dann eine Shimano Nexus 5e Di2. Also die 5-Gang-Narbe, die speziell für E-Bikes von Shimano entwickelt wurde. Und zwar in der elektronischen Variante, die sowohl manuell als auch automatisch geschaltet werden kann, beziehungsweise dann schaltet sie ja automatisch. Ihr wisst, was ich meine. Das ist eine spezielle Kombination und wie die funktioniert, das sage ich euch auch noch gleich, wenn wir in die Bewertung kommen. Wir haben dann einen Kettentrieb und hier diese Cane Creek Thudbuster Federsattelstütze sowie diesen zweigeteilten Sattelstützenauszug, der das Ganze sehr variabel macht. Also von 1,50 Meter bis 1,96 Meter, also meine Größe, kann man da hervorragend mitfahren. Und hier ist sogar noch ein bisschen Platz, also ich könnte die Stütze sogar noch ein bisschen weiter rausziehen. Die Farbe hier ist dann auch noch speziell für das Tern HSD S5i drauf gesprüht worden. Und was auch noch standardmäßig hier als Ausstattung mit dabei ist, ist diese kleine Box, in die man ein kleines Kettenschloss oder aber ja, so Kleinigkeiten, eine kleine Werkzeugtasche oder ähnliches reintun kann. Also von der Funktionalität und von der Ausstattung scheint das Tern HSD S5i sehr nah dran zu sein an dem S Plus, das ich euch im vergangenen Jahr gezeigt habe. Wir haben diese Federsattelstütze, wir haben den Performance Line Motor, die gleiche Akkugröße, wir haben ebenfalls die Magura Bremsen vorne und hinten, die MT4, wir haben eine automatische Schaltung, wir haben diesen hervorragenden Tern Andros Vorbau, der sich in verschiedenen Dimensionen verstellen lässt und dann natürlich auch wieder festmachen lassen sollte. Wir haben den abklappbaren Vorbau, mit dem man das Rad dann, wenn man das abgeklappt hat, auch noch so auf den Hinterbau stellen kann. Darauf möchte ich jetzt gar nicht insgesamt im Einzelnen eingehen, aber man kann sehen, dass hier das sehr nah dran ist an dem S Plus. Allerdings für einen deutlich geringeren Preis, denn 4.599 € kostet das S5i in der unverbindlichen Preisempfehlung und das S Plus kostet 1.100 € mehr. Unverbindliche Preisempfehlung dann auch wieder. Also das ist schon ein signifikanter Unterschied. Wir wollen jetzt aber mal sehen, wie sich diese Punkte, wie sich das Ganze in der Radelbande Bewertungsmatrix niederschlägt. Und da werden wir das Ganze mal etwas reduziert machen. Ich werde nicht auf alle Punkte eingehen, aber auf die, wo es tatsächlich durch dieses S5i ein paar Änderungen gibt und auch durch das Zubehör, was über die Zeit hinzugekommen ist. Also wir beginnen mit der Kategorie Fahrrad
und dort mit dem Punkt Fahrdynamik. Jetzt hier bei der Nexus 5 Di2 haben wir die Möglichkeit, manuell und automatisch zu schalten. Wir gehen mal kurz in die Ganganzeige rein. Und hier können wir sehen, dass er standardmäßig den zweiten Gang für den Start wählt. Das kann man überschreiben, sodass er dann in den ersten Gang schaltet. Und wir können jetzt auch hier theoretisch im 5. Gang losfahren. Das ist allerdings natürlich nicht empfohlen. So, jetzt haben wir die Automatik eingeschaltet. Wenn wir hier den Knopf in der Mitte drücken, können wir die Automatik auch ausschalten, sodass wir selber manuell schalten müssen. Wir schalten sie jetzt mal ein. Jetzt schaltet er automatisch wieder in den zweiten und wir legen mal los. Und der liegt ganz gut vor, ist jetzt im automatischen dritten. Und jetzt bei 23 schaltet er in den 4. Gang und da bleibt er dann auch. Also den 5. Gang, den erreiche ich wirklich nur, wenn ich bei 50 fahre oder wenn ich 50 km/h fahre. Und jetzt bei 22 wieder 3. Gang. So, und wenn man jetzt hier Auto ausschaltet, dann kann ich halt auch in den 3. Gang. Jetzt bei 26 km/h im 3. Gang befinde ich mich für mich persönlich in meiner Lieblingstrittfrequenz. Das wird für viele wahrscheinlich zu hoch sein. Ich kann den 4. schalten oder auch den 5. und dann trete ich sehr langsam. Und wenn ich jetzt hier automatisch schalte, dann geht er automatisch auch in den 4. Gang. Sehr agil das Ganze, macht wirklich Spaß. Guter Grip, auch gerade dann, wenn natürlich vorne viel drauf ist. Wenn man mit dem HSD unterwegs ist, macht es keinen Unterschied, ob man mit dem P9, dem S8i, dem S Plus oder diesem hier, dem S5i fährt. Denn die Sitzposition ist bei allen gleich variabel. Man kann entweder sehr aufrecht oder sehr sportlich sitzen und hat somit kann da jeder seine eigene Präferenz finden. Allerdings gibt es schon einen Unterschied, nämlich wie diese Nexus 5e Di2 arbeitet. Also zuerst mal das Bosch-System und die Di2-Narbe von Shimano, die arbeiten wirklich hervorragend zusammen. Das hat mich wirklich erstaunt. Ich hatte ja die Nexus 5e Narbe schon in verschiedenen Fahrrädern, dann mit Shimano Motoren auch in Verbindung. Und entweder Shimano hat an der Software gearbeitet, auf jeden Fall sind die Gangwechsel gerade auch beim Runterschalten deutlich leiser, als ich das in der Vergangenheit bei den Testrädern festgestellt habe. Also hier scheint der Motor in solchen Schaltmomenten eben ein bisschen Leistung rauszunehmen, sodass die Narbe weniger geräuschvoll durch die Gänge schalten kann. Das ist mir wirklich aufgefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Die 5 Gänge, die verfügbar sind, die sind so abgestimmt, dass man als Langsamtreter glücklich wird. Also 5 Gänge sind zwar an sich genug, gerade bei einem Pedelec. Allerdings ist hier die Übersetzung so gewählt, dass man im 5. Gang bei 25 km/h nur sehr langsam tritt. Wenn man allerdings die Zielgruppe betrachtet, wer soll mit dem HSD S5i unterwegs sein, dann passt es, weil der kräftige Motor mit seinen 65 Newtonmeter auch den Großteil der Arbeit übernimmt. Aber hier haben wir nicht nur die Möglichkeit, automatisch oder manuell zu schalten, sondern die Automatik ist auch adaptiv, die ist intelligent. Die passt sich nämlich mit der Zeit an die eigenen Gewohnheiten, an die eigenen Präferenzen an, indem man die Schaltmomente übersteuert. Wenn man also das Gefühl hat, okay, der schaltet mir zu spät hoch oder zu früh, dann kann man selber früher oder später gegenschalten, sodass die Automatik dann merkt, okay, die Fahrerin, der Fahrer möchte bei einer gewissen Trittfrequenz unterwegs sein. Bei 5 Gängen ist das allerdings so, dass man doch häufiger nicht bei seiner optimalen Trittfrequenz ist, als es der Fall ist, dass man seine optimale Trittfrequenz fahren kann. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass einfach nur 5 Gänge da sind. Das war bei der S Plus Version, also bei der Enviolo Automatik natürlich super, weil die sich rein auf die Trittfrequenz konzentriert hat. Allerdings, wenn man dem Motor die Arbeit überlässt, dann ist das auch nicht so schlimm und man hat einen zuverlässigen Begleiter, auch gerade was die Schaltung angeht. Die funktioniert wirklich gut in Verbindung mit dem Bosch-System. Insgesamt haben wir einen hohen Fahrspaß. Das Rad mit diesem kurzen Radstand und dem kräftigen Motor fühlt sich auch mit Beladung lebendig und sicher an. Das hat wirklich Spaß gemacht. Design, Innovation und Ausstattung lassen wir in diesem Fall mal weg, weil sich da im Vergleich zu dem Testrad aus 2020 im Grunde nichts geändert hat. Wo sich allerdings ein Unterschied ergibt, ist beim Preis. 4.599 € gegen 5.699 € unverbindliche Preisempfehlung zwischen dem S5i und dem S Plus ist relativ viel. Das ist ein deutlicher Preisunterschied. Wir haben hier keinen Riemen, sondern eine Kette, aber trotzdem eine automatische Schaltung, eine wartungsarme Schaltung und eine Ausstattung, die dem S Plus ansonsten in nichts nachsteht. Und
Das ist, finde ich, schon dann ein signifikanter Preisunterschied, vor allem, weil ich das S5i auch schon bei manchen Händlern für knapp unter 4.000 € gesehen habe. In Bezug auf meine Einschätzung der Qualität gibt es hier auch noch einen Unterschied, denn dieses Rad ist nicht ganz so wartungsfrei, wie es das S Plus ist. Ich habe es schon erwähnt, wir haben hier eine Kette statt eines Riemens. Die ist natürlich etwas wartungsanfälliger, möchte ich nicht sagen, aber man muss sich etwas öfter drum kümmern. Und die läuft ja auch nicht komplett abgekapselt in einem Chainglider oder einem Kettenkasten, sondern ist schon den Elementen ausgesetzt, sodass man die regelmäßig reinigen, regelmäßig pflegen und auch bisweilen austauschen muss. Aber das ist meines Erachtens nicht unbedingt ein Nachteil, denn eine Kette auszutauschen ist deutlich einfacher und deutlich günstiger als einen Riemen auszutauschen. Und wenn man sich regelmäßig mal um die Kette kümmern kann, dann kann man dem Fahrrad ja auch so ein bisschen Liebe zeigen. Ansonsten von den ganzen Komponenten ist das hier sehr schön verarbeitet, wie ich das auch schon in meiner Einschätzung in 2020 gesagt habe. Also hier bei der Qualität habe ich tatsächlich nichts auszusetzen. Ein Detail ist noch dazugekommen, ein Detail, das die Haltbarkeit auch des Motors noch verlängern sollte. Denn hier haben wir jetzt unten ein kleines zusätzliches Kunststoffteil, das den Motor vor Spritzwasser vom Vorderrad schützt. Sehr schön. Die zweite übergeordnete Kategorie ist die Kategorie Lastenfahrrad. Wie schlägt sich das HSD dort? Der erste Punkt aus der Kategorie Lastenrad ist die Variabilität. Und wie bei allen Longtails und auch in diesem Falle bei Midtails gilt die Devise, das Zubehör macht das Lastenrad. Hier an dem langen Gepäckträger kann man schon Seitentaschen befestigen, man kann Dinge obendrauf verzurren, aber erst mit dem richtigen Zubehör wird das Rad so richtig variabel. Wie zum Beispiel diesem Frontgepäckträger, der auch kleine Euroboxen beherbergen kann und der hier mit Schnellspannern an dem Rahmen direkt befestigt werden kann und dann 15 Kilogramm aushält. Der erweitert die Variabilität um ein Vielfaches und den hatte ich auch in meinem ersten Test des HSD in 2020. Ich möchte den auch nicht missen, um ehrlich zu sein. Aber Tern hat noch eine Vielzahl an weiterem Zubehör, um das HSD so variabel wie möglich zu gestalten. Also für dieses kurze Fahrrad hat es eine wirklich sehr gute Variabilität. Der nächste Punkt im Bereich Lastenrad ist die Sitzbank bzw. Sitzfläche. Und hier haben wir einen einfachen Gepäckträger, der allerdings viele Möglichkeiten bietet, um dort Zubehör zu befestigen, um Kinder oder auch kleinere Erwachsene zu transportieren. Wir haben den Captain's Chair, womit man sich dann hier hinten draufsetzen kann und vorne festhalten kann, dann hier mit solchen kleinen Fußstützen. Seit neuestem haben wir das Clubhouse Mini, darüber habe ich ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Das lohnt sich definitiv, denn dort lässt sich auch das neue MadPad einsetzen, um wiederum Kinder zu transportieren. Und damit war ich unterwegs mit so einem Sitz, der sich hier an dem Gepäckträger befestigen lässt, lassen sich natürlich ebenfalls Kinder transportieren, besonders kleinere Kinder. Und hier ist auch ein Fenster für einen Thule-Yep-Sitz mit diesem Schnellverschluss, der hier in die Mitte greift. Also viele Optionen, um Kinder mitzunehmen. Allerdings ist das HSD darauf ausgelegt, um ein einziges Kind mitzunehmen. Auch wenn ich schon Bilder gesehen habe, wo 2 Kinder hier hinten drauf sitzen. Aber das ist nicht unbedingt eine Empfehlung von Tern. Der nächste Punkt, wo sich etwas geändert hat, ist das Zubehör. Seit 2020 ist einiges neues Zubehör für das Tern HSD auf den Markt gekommen. Ich habe es damals schon gesagt, damals gab es schon viel in 2020, aber jetzt gibt es noch viel, viel mehr. Ich habe euch das Video schon verlinkt, wo ich auf das Clubhouse Ford eingehe, dieses komplette Regenzubehör, um ein Kind wirklich zu beherbergen, hier hinten auf diesem großen Gepäckträger, um es vor Wind und Wetter zu schützen und auch um Waren damit zu transportieren. Aber das war nicht das einzige Zubehör, was neu gekommen ist, sondern es gibt hier auch noch eine zweite Gepäckträgeroption, eine Tasche, die speziell für diesen Gepäckträger gemacht ist, eine Möglichkeit, um Hunde hier hinten zu transportieren. Alles Mögliche, alles, was man mit diesem Fahrrad machen möchte, kann man auch machen. Natürlich mal so von den Gegebenheiten der insgesamten Größe des Fahrrads etwas limitiert. Aber das Zubehör, das Tern anbietet, ist so umfassend, dass jeder ein Zubehör für seinen Anwendungszweck finden sollte. Der nächste Punkt, Parken und Rangieren. Hier ist das HSD natürlich ein Weltmeister. Es ist klein, es ist kompakt, es lässt sich einfach wenden und sogar auf dem Rücken parken, sodass man das Rad wirklich sehr platzsparend abstellen kann.
Allerdings ist jetzt hier auch noch ein weiteres Detail dazugekommen. Ich hatte 2020 den Seitenständer, mit dem ich auch hervorragend klargekommen bin. Jetzt haben wir allerdings den neuen Duo-Stand hier an diesem Fahrrad verbaut, der das Ganze nochmal deutlich verbessert. Wir haben einen sehr, sehr sicheren Stand. Das Kind kann hier hinten drauf Faxen machen und auch selber auf den Sitz steigen und sich hier draufsetzen, ohne dass das Rad kippelt oder gar umfällt. Und das ist ein wirklicher Vorteil mit dem Duo-Stand. Also Parken und Rangieren wird durch den Duo-Stand auch nochmal verbessert. Und der letzte Punkt, Sicherheit. Und hier gab es ebenfalls nochmal eine Verbesserung durch das Clubhouse Mini, also dieses zusätzliche Zubehör, sowie das Clubhouse Ford mit diesen vielen Reflektoren, mit der zusätzlichen Sichtbarkeit, die dadurch geboten wird. Und dadurch, dass das Clubhouse Mini eben so einen Rahmen um den Kindersitz bildet, sind die Kinder auch im Falle eines Unfalles oder wenn das Rad mal umfällt, noch mal deutlich besser geschützt. Also hier ebenfalls im Punkt der Sicherheit eine Verbesserung, der natürlich nur dann erzielt wird, wenn das Zubehör auch mitgeordert wird. Das Tern HSD ist wie ein guter Käse. Es reift mit der Zeit zum vollen Geschmack heran. In 2020, als ich das getestet habe, da hatte ich schon sehr viel Spaß mit dem Fahrrad und konnte das auch echt gut nutzen. Was mir allerdings schon gefehlt hat, war halt so die Möglichkeit nach einem Wetterschutz für mein Kind. Ich musste immer auf gutes Wetter vertrauen, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs war. Und das haben sie jetzt hier mit dem vielen verschiedenen Zubehör gelöst, dieses Thema. Und gerade jetzt sollte wirklich jeder in dem HSD so sein passendes Zubehör finden. Es ist nach wie vor ausgelegt natürlich für ein einziges Kind. Wenn man 2 Kinder mit einem Fahrrad transportieren möchte, muss man entweder einen Anhänger dranhängen, was ebenfalls kein Problem ist, oder auf den großen Bruder, auf das GSD zurückgreifen. Aber gerade das neue Zubehör, die vielen verschiedenen kleinen Punkte und auch gerade diese Version, das S5i, finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Variabilität wirklich hervorragend. So, und jetzt heißt es wieder Abschied nehmen vom Tern HSD. Ja, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu diesem Fahrrad oder zu den Videos dazu habt, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare. Guckt auch mal die anderen Videos und schreibt auch da mal drunter, was euch so im Vergleich besonders gut an diesem Rad oder an dem S Plus gefällt. Das würde mich mal sehr interessieren. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefällt, dann teilt es mit möglichst vielen Leuten, um zu zeigen, wie schlecht dieses Video ist. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbeine das nächste Mal auf Tour ist, genau, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.